Hallo und herzlich willkommen. Möchtest du als Pflegekraft dein Deutsch einfach und schnell verbessern? In diesem Video lernst du wichtige Gespräche zwischen Pflegekräften und Patienten in 3 einfachen Schritten, die dein Lernen schneller machen. Regelmäßige und wichtige Kommunikation mit Patienten. Sehr wichtige Wörter, die du zu diesem Thema kennen musst. Nützliche Sätze für deine täglichen Aufgaben. Bleib bis zum Ende, es wird dir im Job helfen. Lass uns mit dem ersten Schritt starten. Hier ist eine Geschichte über einen Patienten, der mit einer Krankenschwester über die Belastung für seine Familie während seines Krankenhausaufenthalts spricht. Thomas liegt im Krankenbett. Krankenschwester Lisa betritt den Raum. Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen heute? Guten Morgen, Schwester Lisa. Ach, es geht so. Die Schmerzen sind besser. Aber ich mache mir Sorgen um meine Familie. Das kann ich gut verstehen. Möchten Sie darüber sprechen? Ja, gerne. Meine Frau Anna muss jetzt alles alleine machen. Den Haushalt, die Kinder, ihren Job. Das ist so viel für sie. Das klingt wirklich anstrengend. Wie alt sind Ihre Kinder? Emma ist 7 und Tim 4. Sie vermissen mich sehr. Anna sagt, sie fragen ständig, wann ich nach Hause komme. Das ist bestimmt nicht leicht für die Kleinen. Haben Sie schon mit unserer Sozialarbeiterin gesprochen? Sie könnte Ihnen vielleicht bei der Organisation von Unterstützung helfen. Nein, das wusste ich gar nicht. Das wäre toll. Ich sitze, Herr Thomas. Ich werde das für Sie in die Wege leiten. Gibt es sonst noch etwas, das Sie belastet? Nun ja, ich fühle mich so hilflos hier. Ich kann nichts tun, um meiner Familie zu helfen. Das verstehe ich gut. Aber denken Sie daran, indem Sie sich auf Ihre Genesung konzentrieren, helfen Sie Ihrer Familie am meisten. Je schneller Sie wieder fit sind, desto eher können Sie nach Hause. Da haben Sie wohl recht. Danke, dass Sie mir zuhören. Schwester Lisa. Dafür bin ich da. Wir finden gemeinsam Lösungen für Ihre Sorgen. Lisa trifft ihre Kollegin Maria. Hallo Maria, hast du kurz Zeit? Klar, was gibt's? Es geht um Herrn Müller in Zimmer 312. Er macht sich große Sorgen um seine Familie. Könntest du bitte die Sozialarbeiterin informieren? Die Familie braucht dringend Unterstützung. Natürlich, ich kümmere mich gleich darum. Gut, dass du das ansprichst. Danke. Ich denke, wir sollten auch mit Dr. Schmidt sprechen. Vielleicht können wir die Besuchszeiten für die Familie etwas flexibler gestalten. Gute Idee. Ich werde das bei der nächsten Besprechung ansprechen. Ärztezimmer. Herein. Guten Tag, Dr. Schmidt. Ich möchte kurz über Herrn Müller sprechen. Ja, bitte. Was gibt es? Herr Müller macht sich große Sorgen um seine Familie. Ich dachte, vielleicht könnten wir die Besuchszeiten für Sie etwas flexibler gestalten? Das ist eine gute Überlegung. Was genau schlagen Sie vor? Vielleicht könnten wir es seiner Frau erlauben, auch außerhalb der regulären Zeiten zu kommen. Das würde es ihr erleichtern, Besuche mit ihrer Arbeit zu koordinieren. In Ordnung, das klingt vernünftig. Besprechen Sie das bitte mit der Stationsleitung. Und organisieren Sie einen Besucherausweis für Frau Müller. Vielen Dank, Dr. Schmidt. Das wird Herrn Müller sehr helfen. Guten Morgen, Herr Müller. Sie sehen heute besser aus. Guten Morgen, Schwester Lisa. Ja,
Ich fühle mich tatsächlich etwas besser. Das freut mich zu hören. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Oh, wirklich? Ja. Erstens wird unsere Sozialarbeiterin heute Nachmittag vorbeikommen, um mit Ihnen über Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Familie zu sprechen. Das ist ja toll. Und zweitens haben wir die Besuchszeiten für Ihre Frau flexibler gestaltet. Sie kann jetzt auch außerhalb der regulären Zeiten kommen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich schon viel besser. Das freut mich zu hören. Denken Sie daran. Gemeinsam finden wir Lösungen. Lisa trifft Anna, Thomas, Frau. Guten Tag, Sie müssen Frau Müller sein. Ich bin Schwester Lisa. Ja, das stimmt. Guten Tag, Schwester Lisa. Wie geht es Ihnen? Ich weiß. Die Situation ist nicht einfach. Es ist wirklich anstrengend. Die Kinder vermissen ihren Papa und ich versuche, alles unter einen Hut zu bekommen. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie schon mit unserer Sozialarbeiterin gesprochen? Nein, noch nicht. Sie wird heute Nachmittag vorbeikommen. Sie kann Ihnen sicher einige Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Das wäre wunderbar. Manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich alles schaffen soll. Das verstehe ich gut. Wissen Sie was? Lassen Sie uns kurz in unser Familienzimmer gehen. Dort können wir in Ruhe sprechen. Und ich kann Ihnen ein paar Tipps geben. Das wäre sehr nett. Danke. Familienzimmer. So, hier können wir ungestört reden. Was belastet Sie am meisten? Es ist einfach alles zusammen. Die Sorge um Thomas. Die Kinder beruhigen, arbeiten gehen, den Haushalt machen. Das ist wirklich viel auf einmal. Haben Sie Familie oder Freunde, die Sie unterstützen können? Meine Schwester hilft manchmal mit den Kindern. Aber sie hat selbst eine Familie. Jede Hilfe ist wertvoll. Vielleicht könnten Sie einen Plan machen. Wer wann helfen kann. Auch kleine Unterstützungen entlasten. Das ist eine gute Idee. Ich werde meine Freunde fragen, ob sie ab und zu die Kinder vom Kindergarten abholen können. Sehr gut. Und denken Sie daran, es ist okay, auch mal Hilfe anzunehmen. Sie haben recht. Ich versuche immer, alles alleine zu schaffen. Das kennen wir alle. Aber in solchen Situationen ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen. Danke, Schwester Lisa. Das Gespräch hat mir schon sehr geholfen. Das freut mich. Und denken Sie daran, wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wissen Sie was? Die Sozialarbeiterin war bereits bei ihrem Mann. Also sind die ersten Schritte für Unterstützung gelegt. Krankenzimmer, eine Woche später. Guten Morgen, Herr Müller. Sie sehen ja richtig gut aus heute. Guten Morgen, Schwester Lisa. Ja, ich fühle mich viel besser. Das freut mich zu hören. Wie geht es Ihrer Familie? Viel besser, dank Ihrer Hilfe. Die flexible Besuchszeit hat Anna sehr geholfen. Das ist schön. Und wie läuft es mit der Unterstützung zu Hause? Die Sozialarbeiterin war großartig. Sie hat uns eine Haushaltshilfe vermittelt. Und Annas Freunde helfen jetzt regelmäßig mit den Kindern. Ich sitze, Herr Müller. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Sehen Sie. Gemeinsam finden wir immer Lösungen. Ja, das stimmt. Ich bin so dankbar für Ihre Unterstützung. Es hat einen großen Unterschied gemacht. Das freut mich sehr zu hören. Und wie geht es Ihnen gesundheitlich? Viel besser. Dr. Schmidt sagt, ich kann vielleicht schon nächste Woche nach Hause. Das sind ja wunderbare Nachrichten. Ihre Familie wird sich freuen. Ja, ich kann es kaum erwarten.
aber ich werde Sie alle hier vermissen. Das ist lieb von Ihnen. Aber wir freuen uns immer, wenn unsere Patienten gesund nach Hause gehen können. Lisa spricht mit ihrer Kollegin Maria. Maria, rate mal. Herr Müller darf nächste Woche nach Hause. Oh, das sind ja tolle Neuigkeiten. Seine Familie wird sich freuen. Ja, es ist schön zu sehen, wie sich alles zum Guten gewendet hat. Du hast einen großen Anteil daran. Deine Ideen mit der Sozialarbeiterin und den flexiblen Besuchszeiten waren goldrichtig. Danke, aber es war Teamarbeit. Ohne deine und Dr. Schmidts Unterstützung hätte ich das nicht umsetzen können. Das stimmt. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle zusammenarbeiten für das Wohl der. Genau. Und es erinnert mich daran, warum ich diesen Beruf so liebe. Ja, in Momenten wie diesen weiß man, warum man Krankenschwester geworden ist. Ja, in Momenten wie diesen weiß man, warum man Krankenschwester geworden ist. Absolut. Lass uns feiern, indem wir uns einen extra starken Kaffee gönnen. Gute Idee. Auf Herrn Müller und alle Patienten, denen wir helfen können. Krankenzimmer am Tag der Entlassung. Guten Morgen, Familie Müller. Der große Tag ist gekommen. Guten Morgen, Schwester Lisa. Ja, wir können es kaum erwarten. Papa kommt endlich nach Hause. Je, wir haben dich vermisst, Papa. Wir sind so dankbar für alles, was Sie für uns getan haben, Schwester Lisa. Es war mir eine Freude. Herr Müller, hier sind Ihre Entlassungspapiere und Ihr Medikamentenplan. Vielen Dank und danke für alles. Nicht nur für die medizinische Versorgung, sondern auch für Ihre Unterstützung in den schwierigen Momenten. Das ist Teil unserer Arbeit. Wir behandeln nicht nur Krankheiten, sondern kümmern uns um den ganzen Menschen und seine Familie. Sie haben einen großen Unterschied gemacht. Danke. Gern geschehen. Denken Sie daran, wenn Sie zu Hause Fragen oder Probleme haben. Das werden wir im Hinterkopf behalten. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie alle. Das sind die Momente, die zeigen, warum dieser Beruf so wertvoll ist. Jetzt lernen wir die sehr wichtigen Vokabeln, die du kennen musst. Los geht's. Fürsorge, Verunsicherung, Rehabilitation, Eingliederung, Belastung, Erleichterung, Betreuungsangebot, Anspruch, Koordination, Ressourcen, Unterbringung, Eigenständigkeit, Nachbetreuung, Verwaltung, Empathie. Wichtige Sätze. Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Es tut mir leid, das muss schwierig für Sie sein. Wie können wir Ihnen helfen? Ich verstehe Ihre Sorgen. Wir sind hier, um zu helfen. Jetzt seid ihr dran. Welche neuen Wörter habt ihr heute gelernt? Schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten.